Also Leute, ich wurde on Stream jetzt schon tausendmal gefragt, wann denn dieser Bild rauskommt. Und nun, jetzt ist es soweit. Mein Autobomber Jangling Bild. Macht euch bereit auf die Show, meine Freunde. Also Leute, dann fangen wir mit der Accidency Class an. Ihr spielt im Mercenary auf Jamling. So, dann geht ihr diesen Weg hier. Die Requirements werden satisfied bei eurem höchsten Attribut. Das heißt, wir wollen ja komplett auf Stärke gehen, wegen einer bestimmten Juve, wo ich dann später erwähne. Damit ist das unerlässlich, ihr braucht es auf jeden Fall. Danach bekommt ihr alle Bonusse doppelt. Das heißt, egal welchen Bonus ihr habt, auch wenn eine Juve einen anderen Bonus verändert, wird er verdoppelt. Easy peasy, natürlich richtig OP dann, klar. Kriegt ihr 1 Milliarde Energy Shield mehr auf jeden Fall. So. Dann geht ihr hier in die Richtung, die Quality of Skills hilft bei allem in dem Bild. Also einfach reinnehmen, easy, rein in die Olga. Und weniger Cost of Skills ist auch wenig, sonst verbraucht ihr viel mehr Mana bei dem Autobomber. Easy peasy, also nichts Besonderes mehr. Also auf jeden Fall, das ist easy hier, fertig. Dann geht's jetzt weiter, meine Freunde. Also, jetzt kommen wir zum Skilltree, Leute. Also, ihr geht den Weg hier runter, weil Projectiles nutzt ihr keine, braucht ihr nicht. Also sind 8 Evasion und 10 Armor besser. Auch wenn das eigentlich auch ein Bonus ist, der nicht so gut ist, scheißegal. Ihr wollt nur Stärke mitnehmen. Immer Stärke, 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 Stärke. Dann geht ihr links rundherum, nehmt die Juvel mit. Ihr müsst diese Unique Juvel nicht unbedingt hier einsetzen, aber bei mir war es hier am besten. Versucht nicht eine zu große Zahl zu nehmen, wenn es zu groß ist, wird noch mehr verändert, als ihr wollt. Das wollt ihr auf keinen Fall. So, also hier schaut ihr. Eure Stärke-Bonusse werden in Increased Maximum Energy, also Increased Energy Shield Bonusse umgewandelt. Easy peasy. Das heißt, eure Verdopplung wird darauf auch angewandt, also kriegt ihr 2% Energy für jede 2 Stärke. Dadurch kriegt ihr halt immense Mengen an Energy Shield. Wie gesagt, es muss aber unbedingt Conquered bei Kalgur sein. Passt auf, dass ihr nicht zu große Zahlen nehmt. Wenn ihr zu große Zahlen nehmt und es viel zu sehr ausschlägt, keine Ahnung, ist sehr unwahrscheinlich tatsächlich jetzt im Moment, dass da irgendwas geändert wird, aber könnte passieren. Easy peasy. Dann geht ihr hier runter. Nehmt euch eine mit Medium bis Small Ring. Die sind sehr, sehr billig, die Medium bis Small Ringe. Chaos Resist ist scheißegal, weil ihr nehmt Chaos Inoculation im Bild. Also einfach mitnehmen, mit egal wie viel Chaos Resist. All Elemental einfach wenig mitnehmen, dann ist gut. Genau, ihr nehmt nur das mit, damit ihr mehr Attribute habt und mehr Damage habt durch das Lowest. Auch wenn euer Lowest gar nicht so hoch ist, ist es trotzdem deutlicher Damage Boost für den Bild. Dann gehen wir hier weiter, nehmen die Juvel mit Stärke, wieder eine Juvel, weiter Juvel. Juvel sind das Wichtigste in dem Bild. Stärke, Stärke, Juvel. Dann wieder Stärke, Stärke, Juvel. Stärke, 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 Juvel. Dann wieder weiter hier Stärke, Stärke. Dann nehmt ihr hier zweimal die Cold Pen mit, weil Cold Penetration braucht ihr ein bisschen. Weil es gibt Maps mit 75 All Elemental Resistance, die packt ihr dann, wenn ihr genug Cold Resistance habt, sonst packt ihr den nicht. Sage ich euch, wie es ist. Genau, dann geht's weiter. Hier wieder Stärke, Stärke, Stärke. Dann hier nehmt ihr den Crit Tree mit, weil das ist ein Crit-Bild von mir, ein Crit-Autobomber. Easy peasy. Nehmt ihr das in etwa so mit. Am besten so, weil außer ihr braucht mehr Crit-Shows und weniger Damage. Geht ihr ein bisschen andersrum, das ist scheißegal. Hier habe ich jetzt zum Beispiel Against the Darkness drin, weil ich Spaghettification durch Astramentis habe. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr den auch hier reinsetzen. Bringt genauso viel. Also ich würde euch empfehlen, hier reinzusetzen, wenn ihr kein Astramentis habt. Aber wenn ihr Astramentis habt, setzt ihn einfach hier rein, weil dann wird die Spaghettification automatisch mitgenutzt. Vorausgesetzt, ihr habt auch Spaghettification in eurem Astramentis, wenn ihr eine nutzt. Dann geht ihr wieder Stärke, Stärke, dann hier. Nehmt ihr den Tree mit, weil die letzte Passive extrem OP ist. Die gibt euch 15% Energy und Increased Damage, wenn du vorher einen Cast on Dodge genutzt habt im Prinzip. Also weil Trigger It ist alles, was Cast On ist. Was du nicht selber nutzt im Prinzip. Dann wieder Juvel, dann geht ihr weiter, weiter, weiter. Dann hier Crit Chance, Crit Chance. Viel Crit Chance nehmt ihr mit, das ist viel Crit Chance for free. Chaos Inoculation, wie ich schon gesagt habe, Stärke. Das hier habe ich durch einen anderen Passive, kann ich euch gleich zeigen, welchen ich dafür habe. Ah, das ist der Stein hier, genau. Ihr nehmt irgendwas mit, was für dem Bild was bringt. Also wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht viel gefunden, weil es in Shops die meisten Leute die Sachen schon wegkaufen im Prinzip und so weiter und so fort. Das ist halt ein Passive, der gut ist, aber 4 Skillpunkte lohnen sich dafür tatsächlich nicht. Somit ist das Mitnehmen durch einen Megalomaniac Diamond sehr, sehr gut, zum Beispiel. Dann geht ihr weiter, easy peasy, wieder weiter, weiter, weiter. Juvel, genau, das ist das andere Passive, was ich da drin habe, Cold Penetration.
Versucht einfach Cold Penetration mit dem Mega Maniac zu bekommen und irgendwas anderes, was irgendwie passt. Das ist nicht schwer zu herauszufinden. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mich am Stream fragen. Ich beantworte euch gern, was man so einfügen kann. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Hier nehmt ihr wieder einen Juvel mit, weil es ein Juvel ist, wieder einen Juvel mitnehmen. Dann lauft ihr hier runter. Nehmt das Card Speed mit, das ist super geil. Ihr kriegt mehr Card Speed, wenn du vorher ein Crit gemacht hast. Damit könnt ihr viel, viel, viel schneller blinken als ohne. Deswegen empfehle ich das auch mitzunehmen tatsächlich. Ganz einfach, das nehmt ihr mit. Hier dann wieder einen Juvel mitnehmen, dann geht ihr wieder hoch. Nehmt hier die paar Sachen mit, weil das ist auch OP. Und dann mit dem steigenden Level nehmt ihr halt noch ein bisschen Defense hier mit und so weiter und so fort. Und an sich, wegen den Juvels, ganz einfach. Hier zum Beispiel Crit, also Double Crit am besten und Energy Shield. Wenn ihr so gute Dinger kriegt wie ich mit Triggered Spells auch noch dazu, nehmt die auch mit. Also immer eine extra Passive ist immer gut und nimmt 1, 2, 3 Juvels mit Recover 2% auf Mana und auf Kill mit. Das ist ganz wichtig für den Bild, sonst müsst ihr immer Tränke saufen. Es geht auch so mit Tränke saufen, aber ich würde einfach sagen 2, 3 Stück mit Recover auf Mana, 2% rein in den Bild und gut ist. Mit den anderen Stats, die gut sind für den Bild. Also wie gesagt, da gibt es ja alles, da gibt es Critical Damage, das gibt nicht Lightning, Cold Damage, Cold Penetration, das sind alle Sachen, die ihr braucht. Triggered Spells, Increased Energy Gain, guckt, hier Meta-Skills, Increased Energy Gain gibt's auch und so weiter und so fort. Das ist alles, was ihr so mitnehmen könnt, das ist alles easy. So, dann geht's auf jeden Fall jetzt weiter mit dem Bild, Leute. So, jetzt kommen wir zu den Items, Leute. Ich werde euch auch ein paar Alternativen nennen. Das ist jetzt so eine der teuersten Varianten, die man überhaupt spielen kann in dem Bild. Aber ich werde euch jetzt mal sagen, was ihr auf jeden Fall braucht. Also auf jeden Fall braucht ihr diesen Stab hier. Mit Increased Spirit, weil in anderen Quellen Spirit herzukriegen wird sehr viel teurer für euch. Weil ihr müsst halt eins mit mindestens 145 Spirit circa haben. Ich habe 148, das ist das Optimale. Weil dann könnt ihr noch ein paar Sachen mehr machen. Ich komme genau auf 284 dadurch. Ich werde euch damit auch noch alles erklären, aber wie gesagt, ich habe jetzt einen genommen mit 148, würde ich euch auch empfehlen. Ist natürlich ganz schön teuer. Wenn ihr einen mit 145 nehmt, müsst ihr halt bei den anderen Sachen ein bisschen höher kommen, ist aber trotzdem schwer. Ich würde einfach den Stab einmal investieren und so weiter und so fort. Wenn ihr einen Autobomber haben wollt, müsst ihr egal wie billig er ist, ihr müsst ziemlich viel investieren insgesamt am Ende. Ich meine, ich werde euch auch noch eine Alternative erklären, wie ihr ohne ein Temporales den Bild machen könnt. Klar, Temporales, wie mehr Cooldown da drauf ist, desto besser, weil mehr Cooldown ist weniger Cooldown für die Spells. Weil hier ist dann mehr Minus besser natürlich, klar. Ich habe hier ein Crazy 5 Mirror Ding, ist scheißegal. Das war einfach nur ein On-Stream-Project, ist ein Double Corrupt, ein guter gewesen. Auf jeden Fall ist ein fast Max-Roll-Ding. Ihr müsst aber, die Rolls müssen nicht so hoch sein, das ist komplett egal. Die 4 Sekunden, wie gesagt, das Wichtige ist der Cooldown hoch, wenn ihr ein Temporales nutzt überhaupt. Das ist halt die Sache. So, hier seht ihr, geil, ich habe diesen Schild hier genommen mit sehr, sehr High Rolls, um viel Rarity zu haben. Das ist halt meine teure Version mit Rarity. Die teure Version mit Rarity im Prinzip. Ihr habt sehr viel Rarity, 460% bei mir. Müsst ihr nicht haben, ihr könnt auch eins einfach nehmen. Kein Level of Spell Skills. Eins mit Critical Chance, Critical Damage, Cold Damage und solche Sachen. Viel Energy Shield, wenn ihr wie gesagt nicht viel so viel übrig habt an Divines oder was auch immer. Holt euch einfach eins mit viel Energy Shield, mit Critical Hit Chance, for Spells und Damage. Damit kommt ihr komplett zurecht, braucht ihr nicht. Ihr braucht nicht wie ich sowas hier zu holen. Das ist eh nur Overkill, weil ich halt genug habe. Dann haben wir hier einen Helm. Habe einfach mit allen Resistenzen und Energy Shield. Das Rarity ist bei mir einfach ein Bonus. Ihr nehmt einfach eins ohne Rarity. Außer ihr wollt und habt die Divines dafür. Dann könnt ihr auch mit Rarity nehmen, kein Problem. Sollte easy peasy sein. Auch versuchen, den Wert des Helms sehr hoch zu kriegen. Weil der bringt im Prinzip am meisten an positiven Stats für euren Energy Shield da unten. Ich habe ja hier wie gesagt 8300. Und eigentlich könnte er höher sein, aber ich wollte mehr auf Damage gehen, also insgesamt. Das ist alles schneller Cast Speed, dies, das. Ganz einfach. Bei den Handschuhen auch wieder nur Resistance und Energy Shield. Es ist halt auch wieder, man will halt nicht mehr. Man will halt nur die Sachen da drauf haben, die wichtig sind für ein Bild. Der Rest ist egal. Dann hier diese Schuhe. Euch reichen komplett 30% aus. 30% kosten nur 100 Exalted oder so. Ich habe einen mit 35 genommen, weil ich halt mehr haben wollte, mehr investieren wollte, das ist egal. Und Increased Attributes Requirements juckt nicht, weil durch den einen Ascendancy Class Skill
Point kriegt ihr automatisch alles auf Stärke. Ihr müsst alles über Stärke beziehen. Das heißt, dann habt ihr höhere Anforderungen, aber alles über Stärke, das komplett juckt überhaupt nicht. Dann habt ihr einen Ingenuity Belt, aber den müsst ihr nicht so hoch haben. Ich habe nur so einen hohen, den benutze ich bei allen Builds. Den wechsle ich immer zwischen den Chars. Dann habe ich einen Astramentis, das wäre das Optimalste für ein Bild. Wenn ihr Astramentis nicht nützt, könnt ihr daran sehr viel sparen und euch einfach einen kaufen, der viel Stärke hat. Alles andere juckt nicht so sehr, einfach viel Stärke. Dann nehmt ihr gern Crit-Shots noch mit, Critical Damage noch mit, wenn ihr könnt. Ihr könnt auch noch Cast, Speed mitnehmen, alles drum und dran, das ist gar kein Problem. Das ist halt das Wichtigste. Increased Maximum Energy Shield könnt ihr auch mitnehmen. Also wie gesagt, das ist beim Amulett nicht wichtig. Ihr könntet theoretisch auch, wenn ihr hier nicht so viel Spirit habt, hier Spirit dann drauf haben, wenn ihr ein gelbes Amulett nutzt. Also es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, hier was zu tun, um das zu verbessern und dies und das und so weiter und so fort. Wie gesagt, Ringe habe ich mit Resistance drauf, mit viel Stärke. Ich habe einfach nur möglichst viel Stärke gewollt und möglichst viel Rarity. Das Mana ist ein Bonus ein bisschen, ist nichts Wichtiges. Evasion erst recht nicht. Hier, das sind nur Damage to Attacks. War auch nicht gedacht. Ich habe es nur wegen der Stärke, All Elemental und Rarity genommen. Mehr brauche ich da nicht. Ihr könnt natürlich, wenn ihr Glück habt und irgendwas crazy bekommt für den Preis, mit Cold Damage Increase noch nehmen. Kein Problem, easy. Aber müsst ihr nicht. Ich one-shotte auch so alles, werdet ihr später sehen nebenbei im Video. Easy peasy. Wie gesagt, ansonsten hier itemtechnisch ist alles erledigt. Wenn ihr es teuer haben wollt, könnt ihr das halt einfügen. Müsst ihr aber nicht. Das ist einfach nur die super teure Variante dazu. Aber hat natürlich viel, viel mehr Rarity, das ist ja klar. Also Leute, dann geht's jetzt gleich weiter. Dankeschön. So Leute, jetzt fangen wir dann mit den Skills an. Ganz einfach. Also am allerwichtigsten von allen Fähigkeiten überhaupt ist Grim Feast. Das braucht ihr zum Überleben. Damit stackt ihr halt immer euren Energy Shield über euren Energy Shield. Und damit überlebt ihr im Prinzip alles, weil ihr alles killt und nebenbei den Energy Shield holt. Und die Bosse one-shottet ihr sowieso alle. Werdet ihr auch später sehen dann im Video. So, dann fangen wir jetzt einfach mit Cast und Dodge an. Das habt ihr dann zweimal drin. Ich mach's mal hier jetzt so nebeneinander. Damit man es ein bisschen besser versteht. So. Im ersten Cast und Dodge. Also Cast und Dodge grundsätzlich 23 Quality bitte irgendwie holen. Die sind nicht teuer. Cast und Dodge mit 23 Quality kostet gar nichts. Mit plus 1 Level kostet es sehr viel zum Beispiel. Ihr braucht aber 23 Quality, weil ihr weniger Spirit reserviert. Das ist super wichtig bei beiden Cast und Dodge. Ihr braucht auch 2 für den Bild, dass es perfekt funktioniert. Dann nehmt ihr alle eine Ice Wall. 3 Ice Wall mit 20 oder 23 Quality, aber Level 9, nicht höher leveln. Wenn ihr es höher levelt, funktioniert das Bild nicht. Ihr dürft nur auf dieses Level kommen und nicht höher. 9. Alle diese Skills müssen 9 sein, dieses Ice Wall Skills. Alle 3 Level 9. Nicht vergessen. 2 müssen im oberen Custom Dodge, einer in den unteren, weil im unteren ist noch ein Bone Cage für richtig harte Bosse drin. Da habe ich jetzt kein besonderes rein. Ich habe da jetzt einfach eins rein und fertig. Ihr wollt da, doch, 1 Level Corruption habe ich tatsächlich reingemacht. Da könnt ihr leveln, kein Problem. Nur bei dem hier nicht leveln. Und Caster und Crit an sich könnt ihr auf jeden Fall leveln. Habe ich schon beide auf 20 gemacht, wie man sieht. Genau, beim ersten macht ihr einmal Fortress rein, Spell Echo und Icicle. Beim zweiten macht ihr Ambush, Spell Cascade und Impetus rein. Das ist ganz wichtig, damit es wirklich problemlos funktioniert alles. So. Mana Remnants ist der Bonus, wenn ihr wirklich das Maximum an dem Bild Money rausholt. Könnt ihr Mana Remnants reinmachen, dann kriegt ihr noch immer noch extra Mana zurück. Extra Mana. Ihr habt schon eigentlich fast genug, aber ihr habt dann nochmal extra Mana, dass ihr zurückkriegt, was gut ist. So. Grim Feast muss nichts drin haben, einfach nur Grim Feast, fertig, wie schon gesagt. Bei Blink ist eigentlich relativ egal, ihr könnt ein niedrigeres Level nehmen, dann spaced ihr nicht so weit hin und her. Ich habe trotzdem das höhere Level genommen. Mit mehr Quality, damit ich mehr Cooldown darauf habe, damit ihr Bescheid wisst. Ganz einfach. So, dann haben wir Ingenuity hier drin, macht nochmal Cooldown drauf. Dann habe ich mehr Cast Speed, damit könnt ihr schneller warpen. Weniger kosten, weil der Rest dann weniger kostet. Unbreakable. Ja, wie gesagt, dass ihr dann nicht so leicht gestunt werdet, wenn ihr das macht. Und Arcane Search. Wenn ihr Mana verbraucht ihr dadurch natürlich automatisch weniger Mana, wenn ihr das drin habt.
Weil ihr halt Mana zurückkriegt, wenn ihr 100% eurer Mana genutzt habt. Ganz einfach. Easy peasy, babuschka squeezy, ja. Genau. Purity of Fire ist einfach nur wegen dem Item dabei. Das habe ich nicht drin. Rise Shield ist auch nur wegen Item dabei. Habe ich auch nicht drin. Das ist komplett egal. So wie gesagt, das ist alles, was ihr haben müsst. Ich kann euch noch ganz kurz natürlich gerne erklären, wie was bringt. Mehr scheint es bei Leuten, die Full Life sind, ist natürlich klar, was es bringt. Dann Spell Cascade. Hast du weniger Area of Effect, aber halt im Prinzip wird das halt in einer anderen Art von Area ausgeschlagen. Das ist im Prinzip, damit ihr halt rundherum alles habt. Ihr wollt alle Skills rundherum machen, damit es perfekt funktioniert. Und Impetus mehr Energy heißt, ihr macht öfter die Spells, das ist ja klar. Dann hier, Ice Crystals haben weniger Life am oberen, macht ja Sinn. Weil wenn sie nicht explodieren, machen sie kein Damage, ganz einfach. Spell Echo wiederholt halt den Spell doppelt, und wenn die Sachen immer doppelt gecastet, ist ja klar, warum wir das nutzen. Für wenn wir 30% im Prinzip, wir haben mehr Area of Effect, aber weniger Cast Speed, aber der Cast Speed ist egal, wenn ihr sie die ganze Zeit durchspammen könnt. Im Prinzip, aber ihr macht doppelten Spell, also doppelten Damage mindestens. Dann hier, damit es halt rundherum um euch herum als Walls kommt, ist ja klar. Ihr wollt es ja nicht als normalen Spell nutzen, sondern ihr wollt es ja so nutzen, dass alles rundherum um euch verreckt im Prinzip. Ganz einfach. So, damit sind wir jetzt mit den Skills auch fertig. Ich habe noch was vergessen, Leute. Habe ich jetzt im Nachhinein, mache ich das jetzt noch rein. Diesen Mana-Trank auf jeden Fall nehmen, der ist insane für euch, wenn ihr mal wenig Mana habt wegen irgendeiner Map, die richtig hart Mana-Probleme gibt. Oder dies und das. Dazwischen packen, damit könnt ihr jede Map trotzdem easy peasy ran. Also jetzt geht's weiter. So Leute, dann sind wir jetzt mit dem Bild fertig. So, ich zeige euch jetzt noch im Hintergrund ein bisschen kurz eine Map oder ein paar Maps und ein paar Ausschnitte, wie ihr alles one-shottet, easy peasy. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jeden Tag bis auf Dienstag ab 20 Uhr online bis Open End. Und selbst Dienstag bin ich dann ab 0 Uhr im Prinzip online. Also schaut gerne vorbei, ich beantworte euch gerne die Fragen, ich helfe euch gerne. Wir hören uns, euer Gothic Shaper.